Sena Vadidamastuma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Frieden, Frieden, Frieden. Om Namah Shivaya. Good evening, everybody. Wonderful satsang, as usual. Wunderbarer Satsang. Very happy to be here. Ich bin sehr glücklich hier zu sein. I want to say I enjoyed particularly, the martial arts demonstration. Und mir hat besonders gut die Kampfkunstvorführung gefallen. Very fun. Yeah. Viel Spaß. Also very impressive, show by the Tibetan sound massage. Und auch besonders beeindruckend die Vorführung der tibetischen Klangmassage. The gong there. You know how they call this in Tibet? Wisst ihr, wie die das in Tibet nennen? Heavy metal music. Okay, I have to tell you, I did not invent that joke. Also ich muss euch sagen, ich habe diesen Witz nicht erfunden. I cannot claim authorship, it comes from Klaus. Das war Klaus. So, this weekend we have been bathed in the teachings of Advaita-Vedanta. An diesem Wochenende wurden wir gebadet in den Lehren von Advaita-Vedanta. And every time it's so inspiring and it's always too short, those programs. Und jedes Mal ist es so inspirierend und diese Programme sind immer zu kurz. And then, I heard about Swami Sivananda, I didn't understand everything. Dann habe ich etwas über Swami Sivananda gehört, ich habe nicht alles verstanden. So we thought it would be a good idea to hear Swami Sivananda's words directly. Und da haben wir gedacht, dass es vielleicht eine gute Idee ist, Swami Sivanandas Worte direkt zu hören. Coming from one or a couple of these lectures that he wrote himself. Die Worte kommen dann aus einem oder ein paar seiner Briefe, die er selbst geschrieben hat. From his own handwriting. Yeah? Also auch in eigener Handschrift. So we pick a letter at random. Wir wählen dann zufällig einen Brief aus. Just before we do that, we ask the master for a message. Und kurz bevor wir das machen, da bitten wir den Meister um eine Botschaft, also jeder von uns. And the way it works, usually we get a message that fits each of us. Und wie das normalerweise funktioniert, wir bekommen dann eine Botschaft, die zu jedem von uns passt. So that's a letter he sent to, one of his disciples or devotees. Das ist ein Brief, den er an einen seiner Schüler oder Anhänger geschickt hat. The letter is here, and in this book they also put one picture next to each letter. Da ist immer auf einer Seite der Brief und auf der anderen Seite ist dann ein Bild. Plus a caption from one of his many books. Und dann ein Zitat von einem seiner vielen Bücher. So here's a quote. Und jetzt ist das Zitat. The seer is the unchanging, non-dual Atma or soul. Der Seher ist der unveränderliche Atman also der unveränderliche, non-duale Atman oder Seele. The seen is the changing, visible universe and the mind. Das Gesehene ist das sichtbare, also das sich verändernde Universum und der Geist. Okay, I promise you, I did not bookmark the page before. Also ich verspreche euch, ich habe die Seite nicht mit einem Zeichen versehen, einem Lesezeichen. So we talked about Advaita-Vedanta, Jnana Yoga, and sure enough. Wir haben über Advaita-Vedanta gesprochen und Jnana Yoga und ganz klar. The message explained the difference between the seer and the seen. Der beschreibt die Botschaft dann den Unterschied zwischen dem Seher und dem Gesehenen. What observes and what is being observed. Was beobachtet und was beobachtet wird. And that was our topic, one of our topics this afternoon in the workshop. Das war eines unserer Themen heute Nachmittag im Workshop. Of being able to discriminate between what is the true self. In der Lage zu sein, zu unterscheiden zwischen was das wahre Selbst ist. And what is the non-self. Und was das Nicht-Selbst ist. So the true self, the ultimate reality, is that which
is unchanging. Das wahre Selbst, die höchste Realität, Wirklichkeit, ist das, was sich nicht verändert. And is the ultimate subject behind everything. Und das ist das höchste Subjekt hinter allem. So it cannot be observed in any way. Es kann also auf keine Weise beobachtet werden. So here it's referred to those two things as the seer and the seen. Und hier bezieht sich dann auf diese zwei Dinge, den Seher und das Gesehene. Exactly a repeat of what we were saying this afternoon, which means I'm not making up things. Genau eine Wiederholung von dem, was ich heute Nachmittag gesagt habe. Das heißt, ich erfinde da auch nichts. So the seen is the changing visible universe and the mind. Also das, was gesehen wird, ist das sichtbare, sich verändernde Universum und der Geist. You see, a tendency could be to consider the mind as the inner life. Es könnte die Tendenz geben, den Geist als das innere Leben anzusehen. Some people think everything which is beyond the physical is spiritual. Einige Leute denken, alles, was jenseits des Physischen ist spirituell. So not so if you think of spiritual as referring to the pure spirit or the pure consciousness. Aber das ist nicht so, wenn man spirituell sieht, als mit Bezug auf das reine Bewusstsein oder die wahre Seele, der wahre Geist. So the Atman or the innermost self So, der Atman oder das innerste Selbst is pure spirit. Ist reiner Geist. Everything else is outside that. Und alles andere ist da draußen. The self, the consciousness, as a witness, can observe the activity of the mind. Das Selbst als Bewusstsein, als Zeuge kann die Aktivität des Geistes beobachten. So to discover, to touch that truth, we need to go beyond the mind. Und um diese Wahrheit zu entdecken, zu berühren, müssen wir über den Geist hinausgehen. Which is the object of yoga practice in general. Und das ist im Allgemeinen das Ziel der Yoga-Praxis. All different yoga practices help us, help guide us toward that, magical moment. All die verschiedenen Yoga-Praktiken helfen uns zu diesem magischen Moment zu führen. When you make a quantum leap, wenn man einen Quantensprung macht, one moment you are here, einen Moment bist du hier, and within the same moment you are there. Und im gleichen Moment bist du dort. Here is within the limitations of the mind. Hier ist dann in den Begrenzungen des Geistes. There it's beyond the mind. Und dort ist jenseits des Geistes. In non-duality. In der Non-Dualität. In other words, in oneness. Mit anderen Worten, in der Einheit. Okay, now let's see the letter itself. Jetzt können wir den Brief selbst lesen. Om. Goes without saying. Kann nicht erklären. 1st of February 1944. 1. Februar 1944. Sri Patabhi Namyal. Yeah, that's the name. Okay. No translation. Keine Übersetzung. Hear the divine whisper in silence. Höre das göttliche Flüstern in der Stille. Okay, so here's the difficulty. Hier ist die Schwierigkeit. Is this true, deep spiritual experience diese tiefe, wahre spirituelle Erfahrung is done as described before when the mind has been transcended. Die wird gemacht, wie es schon vorher beschrieben wurde, wenn der Geist transzendiert wird. So it's a full spiritual experience. Es ist also eine volle spirituelle Erfahrung. But it's a transcendental in nature. Aber das ist von Natur aus transzendent. So it's beyond the realm of the mind and any words and explanation. Also jenseits des Reiches von Geist und jeglicher Erklärung. So all the mystics want to describe to us, that experience. Alle Mystiker wollen uns diese Erfahrung beschreiben. But it's very difficult. Aber das ist sehr schwierig. So here, many mystics agree, that this experience is like a deep, deep silence. Und viele Mystiker stimmen darin überein, dass diese Erfahrung die einer tiefen, tiefen Stille ist. But it's a silence with a positive quality. Aber eine Stille mit positiver Eigenschaft. When we think about silence, we think in terms of no noise or no sound. Wenn wir an Stille denken, dann denken wir da so dran im Sinn von keine Geräusche oder keine Kraft. Like a void, that's a negative idea. Also das ist dann wie eine Leere, also eine negative Idee.
But in that silence of the mind, there is a rich positive experience. Aber in dieser Stille des Geistes gibt es eine reiche positive Erfahrung. So Swami Sivananda calls it the divine whisper. Und so nennt es Swami Sivananda das göttliche Flüstern. It's not that you hear God exactly say, oh, very good. Und es ist nicht so, dass man da genau Gott hört, wie gesagt, oh, sehr gut. But this is the equivalent that you experience. Aber das ist das as if God is was man dann erfährt. speaking to you. Als ob Gott zu dir subtly. spricht. Also subtil. Realize the power of faith. Erkenne die Macht des Glaubens. Feel God's sustaining grace. Spüre Gottes erhaltende Gnade. And every time. Und jedes Mal. I used to read those all the time, so I knew his handwriting really Ich habe die well. eigentlich immer gelesen, dann kannte ich seine Handschrift. Okay, I will ask here, just before the way of escape. Feel God know the way of escape. Hey, we are becoming like brothers now. Everything, good exchange. Know the way of escape. Kennt den Weg, den Ausweg oder den Weg der Flucht. In normal parlance, escape is usually regarded as a negative word. In der normalen Sprachanwendung ist dann Flucht als was Negatives angesehen. So you tell your friend, you know what? I took a hiatus from work. Und dann sagst du deinem Freund, weißt du was? Ich bin mal weggegangen von der Arbeit. I took a 1 year break. Ich habe ein Jahr Pause gemacht. During that 1 year, I'm going to the yoga-vidya-ashram. Und in diesem einen Jahr, oder ich werde das machen, also in diesem einen Jahr gehe ich in den yoga-vidya-ashram. And I will meditate and practice yoga. Ich werde meditieren und Yoga praktizieren. Very spiritual environment. Ich habe eine sehr spirituelle Umgebung. And your friends say, this is not good. Und dann sagen deine Freunde, das ist nicht gut. You are just escaping. Du flüchtest einfach nur. They say that like it's a bad thing. Und die sagen das dann so, als ob es etwas Schlechtes ist. But basically, Aber grundsätzlich, everybody in different degrees escape in life. da flüchtet jeder zu verschiedenen Graden im Leben. Whenever people find themselves in a situation they don't really like, Wenn immer sich Leute in einer Situation finden, die sie nicht wirklich mögen, there is a reflex to try to improve that situation. dann gibt es den Reflex, zu versuchen, diese Situation zu verbessern. But if you don't find, all the fulfillment you want out of life, Aber wenn man dann nicht die ganze Erfüllung, die man will, aus dem Leben findet oder im Leben findet, then naturally, you want to escape from there. dann will man dort natürlich flüchten. For example, Zum Beispiel, when I grew up, als ich aufgewachsen bin, I lived in Normandy. da habe ich in der Normandie gelebt. And the weather there is really bad. Und das Wetter dort ist wirklich schlecht. It's raining all the time. Es regnet die ganze Zeit. Sometime in the summer for weeks and weeks, no Manchmal im Sommer, sunshine, Wochen rain lang, and this. kein Sonnenschein, nur Regen. So my whole youth I was thinking, this is not good, this is not good, Meine ganze Jugend habe ich dann so gesagt, das ist nicht gut, das ist nicht gut. I had no power to do anything about it. Aber da hatte ich keine Macht daran, was zu ändern. But I was always dreaming to go live in south of France. Aber ich habe immer davon geträumt, nach Südfrankreich zu gehen und dort zu leben. But in the meantime I discovered yoga. Aber in der Zwischenzeit hatte ich Yoga entdeckt. And I had the opportunity to go far away. Und ich hatte die Gelegenheit, weit weg zu gehen. So I went to North America. Dann ging ich nach Nordamerika. And of all places they could have sent me, Und von all den Orten, wo sie mich hätten hinschicken they können, sent me to the place with the best weather in the whole world. da haben sie mich an den Ort geschickt mit dem besten Wetter auf der ganzen Welt. Not only it's sunny 320 days a year, Nicht nur sonnig, 320 Tage im Jahr, but in that specific area it's just never too hot either. aber in dieser bestimmten Region ist es auch nie zu heiß. So if I keep going I can make it sound like a little heaven, okay? Also wenn ich da weitermache, kann ich das wie so einen kleinen Himmel erscheinen lassen. And that's Los Angeles. Und das ist dann Los Angeles. So that was escape from the weather of Normandy. Das war also die Flucht vor dem Wetter in der Normandie. And it was all good. Und das war auch alles gut. In the spring I spent a couple months in Madrid.
Im Frühling jetzt war ich ein paar Monate in Madrid. You should see all the German people there. Wir sollten die ganzen Deutschen dort hören. So many people live in Spain, from Germany. Und so viele Deutsche leben in Spanien. So if some people are ready to do it for the weather, und wenn dann einige Leute bereit sind, sowas wegen dem Wetter zu machen, and everybody says, oh, if they really want it, they do it fine. Und wenn jeder sagt dann, ja, wenn die das wirklich wollen und sie das machen, gut. Why not escaping to, your life conditions if they are not satisfactory to you? Und warum dann nicht seinen Lebensbedingungen entkommen, wenn sie für einen nicht zufriedenstellend sind? You see, a human being is a very complex Ein Mensch ist sehr komplex. being, organism. Ein Mensch ist ein sehr komplexes Wesen. A human being is not just someone who needs some food and some clothes. Ein Mensch ist nicht nur jemand, der etwas Essen und etwas Kleidung braucht. 200 TV channels. And that's 200 Fernsehkanäle. So, sometimes it's enough, but for some of us it's not. Manchmal ist das genug, aber für einige von uns ist es nicht genug. Some people need, satisfaction in many different areas. Einige Leute brauchen Zufriedenheit in vielen verschiedenen Gebieten. Someone who is very much in touch with their artistic nature. Jemand, der sehr stark in Kontakt mit seiner künstlerischen Ader ist. If you put them in a situation where they will not be able to express any arts at all. Wenn man die in eine Situation steckt, wo sie nicht in der Lage sind, Künste auszudrücken, they can have everything else, they will be miserable. Wenn sie sonst alles andere haben, werden sie trotzdem elend. So as much as they can, they should escape from this. Und so sehr wie sie können, sollten sie dann dort entkommen. Some areas around the world provide a lot of the basic things to people. Manchmal gibt es Regionen auf der Welt, die die Grundlagen für die Leute bereitstellen. But zero freedom whatsoever. Aber überhaupt keine Freiheit. So for many people they can manage with this, it's okay. Und viele Leute, die kommen damit zurecht, für die ist das okay. But for some people the freedom of speech and the freedom of doing whatever they want. Aber für einige Leute ist dann die Redefreiheit und die Freiheit zu tun, was immer sie wollen. And the freedom to, for example, follow the religion they want. Und die Freiheit zum Beispiel der Religion zu folgen, der sie folgen wollen. It's so important they are ready to risk death. Das ist für sie so wichtig, dass sie bereit sind, den Tod zu riskieren, um dort zu entkommen. So even if your life is very good in so many ways, und auch wenn dein Leben sehr gut ist auf so viele Weisen, but if you have some deep and vibrant spiritual aspirations, aber wenn du tiefe spirituelle Bestrebungen hast, yeah, like you want to experience the true freedom like Swami Sivananda describes, the non-dual state. Du willst die wahre Freiheit erfahren, die Swami Sivananda beschrieben hat, den nicht-dualen Zustand. When he says escape, it's not escape your home or your country. Wenn dann sagt, flüchte oder entkomme, dann heißt es nicht aus seinem Heim oder seinem Land flüchten. It means escape the bondage created by your own mind. Sondern das heißt, entkomme den Grenzen, die von deinem eigenen Geist geschaffen wurden. Breaking all limits to experience eternity. Alle Beschränkungen brechen, um die Freiheit zu erfahren. Build a shrine of devotion in your heart. Baue einen Schrein der Hingabe in deinem Herzen. Enter the silence. Trete in die Stille ein. Enjoy the life transcendent. Genieße das transzendente Leben. You see the word enjoy there? Seht ihr das Wort genießen? So there is joy in it for me. Also da steckt dann Freude drin. But when many people think about a life of meditation and contemplation, aber was viele Leute jetzt denken über ein Leben von Meditation und Kontemplation and spiritual pursuit, und spirituellen Bestrebungen, then they associate that in their mind with a life which is very boring. Dann assoziieren sie das in ihrem Geist mit einem Leben, das sehr langweilig ist. Maybe even a tad sad and depressing. Und vielleicht sogar eine Spur traurig und deprimierend. That's not true spiritual life. Das ist nicht das echte spirituelle Leben. True spiritual life is, as you discipline your body and mind, wahres spirituelles Leben ist, wenn du dann deinen Körper und Geist disziplinierst, gradually you become more and more in touch with the spirit within.
kommst du schrittweise immer mehr in Kontakt mit dem Geist der Seele im Inneren. And without. Und auch im Äußeren. The self, or God. Mit dem Selbst oder mit Gott. Now, according to Advaita Vedanta, it's one and the same, the self and God. Laut Advaita Vedanta ist es ein und dasselbe, das Selbst und Gott. Atman and Brahman. Atman und Brahman. What is the nature of this Atman, this Was true ist die self? Natur dieses Atman, des wahren Selbst? Or of God, the cosmic Oder consciousness? von Gott, des kosmischen Bewusstseins? Satchit Ananda. Satchit Ananda. Existence pure and absolute. Existenz, ein und absolut. Fullness. Fülle. Chit is consciousness pure, knowledge pure and absolute. Chit, das ist Bewusstsein, Wissen, rein und absolut. But also Ananda. Aber auch Ananda. Ananda means bliss. Ananda bedeutet Wonne. The most intense joy you have experienced in your life. Die intensivste Freude, die du in deinem Leben erfahren hast. Try to remember the most joyful moment of your life. Versuch dich an den freudevollsten Moment deines Lebens zu erinnern. Multiply it by a few thousand. Multiplizier das mit ein paar tausend. And make it very, very long lasting. Und mach das sehr lange anhaltend. This gives us an idea of the Ananda. Das gibt uns dann eine Idee von Ananda. So even if we are not yet a great master or whatever, Und auch wenn wir noch kein großer Meister sind, whenever we do the asanas, wenn immer wir die Asanas machen, maybe during the asanas themselves, vielleicht während den Asanas, or maybe for half a second during the final relaxation, oder vielleicht für eine halbe Sekunde während der or some Entspannung, others will be during the chanting, oder bei anderen ist es während dem Chanten, or in meditation of course, oder natürlich in der Meditation, or in Karma Yoga when you are truly selfless and letting go. oder beim Karma-Yoga, wenn du wirklich selbstlos bist und Then loslässt, you may have a flash, a quick glimpse of the Atman. hast du vielleicht so einen Blitz, so einen kurzen Einblick oder ein kurzes Erblicken des Atma. And that Ananda, touches you. Dieses Ananda berührt dich. So you may not be a big master, a great mystic or whatever. Und du bist dann vielleicht kein großer Meister oder Mystiker oder was auch immer. But then that experience brings you more joy. Aber diese Erfahrung bringt dir mehr Freude. So the path is both good and pleasant. Und der Pfad ist dann sowohl gut als auch angenehm. It's good because this is the right thing for us to do, it's healthy and it just leads to long-term happiness. Gut, weil das ist das Richtige für uns zu tun. Er ist gesund, das führt zu lang anhaltendem Glück. But it's also pleasant. It's pleasurable as it goes along. Aber da ist auch angenehm, der bereitet Vergnügen, wenn man darauf schreitet. So enjoy the life transcendent. Also genieße das transzendente Leben. May take you to the May Lord Narayana take you to his bottom and bathe you in the sacred waters of Okay, sorry, I need to ask Klaus. Yeah. The last word of the letter. The sacred water of Prem. Of Prem. Okay. Prem means love in Sanskrit. Prem ist das Sanskrit-Wort für Liebe. So you need to translate it again. Huh? May Lord Narayana take you to his bottom. Möge Gott Narayan dich an seinen Busen drücken and bathe you in the sacred waters of Prem. Und dich in den geheiligten Wassern der Liebe baden. Of pure love. Oder reine Liebe. That's Prem. Das ist Prem. Sivananda. Sivananda. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.